Reinhold, ich möchte dir noch unser Produkt Pentaflex ABS vorstellen. ABS, was bedeutet ABS? ABS steht für Abschallelement. Ein Abschallelement ist eine verlorene Schalung, die mir meine Betonierabschnitte abgrenzt. Das Schöne ist, dass ich mir das Ausschalen spare. Früher war das klassisch mit Holz eingeschalt, was nach der Betonage wieder entfernt werden musste. Und hier habe ich eine verlorene Schalung, die ich in der Bodenplatte dann... Die verbleibt in der Bodenplatte und ich habe einen wirtschaftlichen Aufbau von meiner Bodenplatte, weil ich ja weiter betonieren kann die Bewehrung weiter herstellen und muss mich um die Fugenabstellung nicht kümmern. Wie sieht denn der Aufbau so einer Abschalung aus? Der Aufbau sieht relativ einfach aus. Ich beginne unten im Zuge meiner Bewehrungsführung mit einer Abschallleiste. Die fixiert mir den unteren Fußpunkt. Dann lege ich meine untere Bewehrungslage auf, platziere dann diesen Streckmetallkorb. Der ist ausgesteift durch diesen Gitterträger. Okay. Dieses Streckmetall ist geschlitzt, was später mal die Pentaflex, unsere Abdichtung, aufnimmt und decke das Ganze mit einer Abschallleiste oberseitig nochmal ab. Genau, ich sehe ja auch hier noch die obere Bewehrungsführung als solches, die ist ja auch dargestellt. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt zum Beispiel Versprünge habe, Aufzugsunterfahrten oder sowas und auch dort eine Arbeitsfuge drin habe? Wenn wir Bauteile haben, wo sich der Querschnitt ändert, oder eben diese neuen Bauteile. Dann gibt es Anfangsstücken und Endstücken, dann geht dieses Abschallelement wieder über in das nächstliegende, sodass wir komplett in jeder Geometrie diese Abschalung der beiden Betonierabschnitte machen können. Und die Fugenführung, kann ich die dann mittig festlegen? Außermittig ist das auch gegeben? Die Fugenführung kann festgelegt werden. In der Regel ist sie mittig, aber es macht manchmal Sinn, bei größeren Bauteilen die etwas höher zu platzieren. Manche möchten sie auch tiefer gelegt haben. Oder wenn ich unterschiedliche Höhen in der Bodenplatte habe, ist mir es lieber, ich habe einen glatten Horizont, wo ich meine Fugenführung wähle. Andreas, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir Kräfte in der Bodenplatte übertragen müssen, wenn das vom Planer oder Statiker gefordert ist? Wenn wir Kräfte übertragen müssen, reicht oft diese raue Fuge nicht aus. Dazu wählen wir eine andere Profilierung, indem wir ein Trapez-Streckmetallprofil einsetzen, sodass diese Wudenausbildung, die genormt ist, wir entsprechend einbauen in unser Abschallelement. Also hier sehe ich ja jetzt ein Abschallelement in einer Stärke von ungefähr 20. Wie stark oder wie groß können die Bodenplatten bei uns werden? Wie tief kann das gehen? In der Regel fangen wir bei 20 cm an, aber die Bodenplatten gehen bei uns bis zu 2 Meter. Bis zu 2 Meter. Und wir können dann auch eine verzahnte Fuge bis zu 2 Meter herstellen? Wir können eine verzahnte Fuge bis zu 2 Meter herstellen. Die ist dann abgesteift und ist aber dann auch entsprechend selbstnormend. Wir haben jetzt eben gerade über die Bodenplatte die ganze Zeit gesprochen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich eventuell Decken habe, die die gleiche Größe haben wie die Bodenplatte? Auch dort eine Abstellung möglich? Das Element ist auch in Decken einsetzbar und erreicht natürlich eine Wirtschaftlichkeit, weil ich mir auch das Ausschalen spare. Es platzen auch keine Betonkanten ab und genau dasselbe System geht auch in Decken. Hier kann man überlegen, brauche ich dann noch eine Abdichtung oder reicht mir die reine Abschalung? Das heißt, wenn ich dort keine Abdichtungsebene habe, das hätte ich ja hier mit dem Pentaflex, die würde entfallen, hätte ich ein Abschallelement, was durchgehend würde. Richtig. Wie sieht das eigentlich bei einer Wand aus? In der Wand ist es ähnlich. Wände sind in der Regel schlanker als die Bodenplatten. Das ist alles etwas minimierter. Und alles, was hier für die Waagrechte gilt, gilt auch für die Wandfuge. Und das sieht man hier sehr schön an dieser Darstellung. Andreas, was muss ich denn eigentlich, wenn ich mich für Pentaflex ABS entschieden habe, bei der Bestellung beachten? Das wichtigste Bestellmaß, was wir brauchen, ist das Maß E. Das ist der lichte Abstand zwischen der Bewehrung, das sogenannte Einbaumaß. Das setzt sich zusammen aus der Dicke des Bauteils minus Betondeckung unten, Betondeckung oben und den Stabdurchmesser der jeweiligen Bewehrungslagen oben und unten.